Der neue sehr gestreckte 5-Strut Big Air Kite von Nash heißt Phoenix. Die schlank gehaltene Fronttube wird hier abgestützt durch eine 5-Punkt-Waage ohne Pulleys. Die Steuerleinen sind über ein Y mit dem Typ verbunden und wir haben an der inneren Seite des Ys 3 verschiedene Möglichkeiten, um den Bardruck und den Turning Speed einstellen zu können. Leinenabweiser gibt es am Ende der Fronttube und an den beiden äußeren Quertubes. Die inneren und auch die Mitte kommen ohne Leinenabweiser aus. Wie alle Nash-Modelle gibt es hier zum B- und Entlüften ein Stand-Up-Pedal-Ventil. Das One-Pump-System entspricht dem heutigen Standard. Es lässt sich aber trotz normaler Durchmesser gut B- und Entlüften. Die Fronttube ist mit einer einfachen Kedernaht verschlossen. Beim Flugtuch setzt Nash auf ein 4-Fach-Ripstop-Material. Die Abrisskante des Phoenix ist durchgehend mit einer sehr breiten Tuchdopplung versehen und hat zusätzlich an den Übergängen der Struts nochmal mehrere Einzelpatches zur Verstärkung. Mögliche Aufschlagstellen oder Scheuerstellen sind gedoppelt mit Cordura oder EVA-Patches. Alle Quertubes sind jeweils mit einer Single-Naht am Flugtuch befestigt und von der Innenseite gedoppelt und verklebt. Und klar, so wie es dem Standard entspricht, ist auch hier der Übergang vom Flugtuch zur Fronttube mit einem breiten Tuchstreifen verstärkt. Im ersten Moment, wenn man ihn hochzieht, stellt man fest, oh, dieser Kite steht ja wirklich, obwohl er sehr gestreckt ist und auch gar nicht so ein tiefes Profil hat, sehr tief im Windfenster. Also er geht auch gar nicht weit über den Kopf im Zenit anfangs und dadurch hat er natürlich eine Menge an Grundzug, was beim Foilen oder beim Twin-Tip-Fahren nur bei leichter Bewegung der Kappe, sie reagiert sehr schnell zu Vortrieb führt, sodass er hier gute bis sehr gute Angleitleistung produziert. Beim Höhelaufen, also auf dem Amwindkurs, da wird die Leistung natürlich durch den etwas tieferen Stand etwas limitiert. Hier kann er im Vergleich zu ähnlich gearteten Schirmen mit ähnlicher Streckung nur gute Leistungen erzeugen. Dabei bleibt die Anströmung stets absolut konstant und auch Korrekturen auf dem Amwindkurs bezüglich der Positionierung im Windfenster sind hier nicht notwendig. Wie erwähnt, kommt die Kappe hier ohne Pulleys aus. Dementsprechend haben wir wirklich auch trotz sehr hoher Streckung ein absolut direktes Bar-Feeling, welches begleitet wird durch mittlere Haltekräfte und insgesamt etwas sportlichere Lenkkräfte. Man spürt hier stets, dass das Konzept etwas physisch ausgerichtet ist. In puncto Kraftentfaltung gesellt sich zu dem durchweg hohen Grundzug eine leichte Progression, was Sie natürlich auch bei Unhook-Tricks jeder Art stets mit ausreichend Kraft versorgt. Die Drehradien und die Drehgeschwindigkeit sind in dem Bereich einer solchen Streckung des Phoenix wirklich sehr gut. Und auch wenn es in Relation mal vom Radius sehr eng zugeht, bleibt die Kurve doch rund. Man muss nur darauf achten, dass man ihn immer am Kurvenausgang auch rechtzeitig depowert, also sprich wieder freigibt, damit er nicht zu sehr auf der Hinterkante eingebremst wird und dann anfängt auf der Hinterkante zu krallen. Insgesamt haben wir hier ein Profil mit einem sehr kleinen Sweet Spot. Das heißt, wenn man den Kite depowert oder powert, ist der optimale Anstellwinkel, um maximal und perfekt angeströmt zu werden, klein und muss halt vom Fahrer auch halt genau präzise geführt werden. Habe ich ihn in einem richtigen Anstellwinkel positioniert, so zieht er sehr gleichmäßig von seinem Vortrieb. Also hier ist auf jeden Fall auch schon der Kitesurfer mit etwas mehr Erfahrung gefragt.
Die Powervermögen ist gut. Wir haben hier auch das ähnliche Verhalten. Wir schieben die Bar vor, dann schiebt der Kite etwas weiter nach außen ins Windfenster und wird dadurch halt länger kontrollierbar. Klar, durch die Abstützung von 5 Querstruts ist die Profilstabilität logischerweise schon alleine deshalb gut. Wir haben beim Foilen und beim Twin-Tip-Einsatz hier ein stabiles Gerüst. Nur die sehr sportliche Aufhängung, also wie ist der Kite auf den Waageleinen aufgehangen, das ist halt vom On-Off-Effekt, also ob man stärker die Bar depowert oder die Bar stärker an sich zieht, da wird etwas Erfahrung vom Fahrer oder der Fahrerin verlangt. Auch bei der Auslieferung ist der Kite ganz leicht überzogen getrimmt. Das heißt, er hat, wenn man die Bar stark anzieht, eine leichte Backstall-Tendenz. Da muss man fein und minutiös halt mit dem Adjuster vorarbeiten, um hier eine neutrale Position zu finden. Schauen wir auf den Wasserstart, so ist bei dieser Streckung, die ist wirklich sehr hoch, also vergleichbar mit Ozone Edge, sind die Wasserstarteigenschaften definitiv gut. Das Ziehen und Halten einer Steuerleine oder das Drehen in der Mitte erfolgt hier sehr einfach und ist für diese Klasse halt echt gut. Einen wirklich leistungsstarken Big Air Kite mit einem absolut langanhaltenden und kräftigen Lift. Hier ist der kräftige und gleichmäßige Grundzug, wenn man es genau auf den Punkt hält, wirklich stets zu spüren und man kann die Leistung hier auch doch recht leicht nutzen. Ein klein wenig Sheet and Go hatte, aber nicht so in dem klassischen Sinne. Also wenn man einfach nur die Bar anzieht, passiert nicht so viel. Er möchte diesen ersten Anlenkimpuls, möchte er gerne haben, der ihn senkrecht nach oben bewegt. Dann zieht er halt wirklich straight nach oben und er hat auch im Vergleich zu den hauseigenen Modellen wie einem Pivot deutlich spürbar mehr Hangtime. Hier spielt er definitiv auch in der absolut obersten Liga mit. Das Einzige, was man ihm vielleicht vorwerfen kann, wenn man so möchte, ist natürlich, dass die Leistung, um sie abrufen zu können, verlangt ein doch sensibles Händchen. Man braucht das richtige Timing. Da muss man sich halt erstmal so 1-2 Stunden dran gewöhnen. Und der Fahrer oder die Fahrerin sollte halt wirklich einen Erfahrungsschatz besitzen, der ihnen ermöglicht, mit Power und Depower wirklich auch im richtigen Moment umzugehen, um dann auch keinen Stall oder dergleichen zu erzeugen. Und wer in seine Big Air Session auch mal ein paar ausgehakte Tricks einbauen möchte, der ist mit dem Phoenix hier gar nicht so schlecht bedient. Die Positionierung, die er hat im Windfenster mit seinem hohen gleichmäßigen Grundzug, erlaubt jederzeit genug Kraft, um hier jeden möglichen Trick durchführen zu können. Auf einen richtigen spürbaren Slack, da sollte man allerdings nicht setzen. Das Ganze muss man schon durch auch ein wenig Physis und Kraft hier regeln, weil er zieht halt einfach doch durchgehend immer weiter nach vorne. Das Profil, was hier und die Streckung, die hier Nash für seinen absoluten Hochleister gewählt hat, nebst der Aufhängung, die aufgrund der weiter nach innen oder zur Mitte gerückten Steuerleinenanknüpfung, die diesen Sweet Spot insgesamt auch nochmal kleiner machen, die ist halt schon sehr speziell und man muss ganz klar sagen, der Empfehlungsbereich richtet sich hier ausschließlich an die wirklich sportlichen und eher erfahrenen Kitesurfer. Wer das wirklich kraftvolle Easy-Going-Paket haben möchte, der sollte sich beim hauseigenen Pivot doch eher angesiedelt sehen. Denn diese Leistungsspitzen, die man hier beim Phoenix bekommt, erfordern einfach die stete Aufmerksamkeit und dann ist es halt wirklich auch richtiger Sport. Klar, wir wollen das natürlich jetzt auch nicht übertreiben. Man kann natürlich auch mit dem Phoenix gemütlich dahin cruisen, wenn man genau den optimalen Anstellwinkel auf der Bar positioniert.
was Power und Deep Power angeht, dann ist das alles total easy. Wenn man auch nicht zu viel von ihm verlangt, dann ist es halt auch natürlich möglich, aber sein Haupteinsatzbereich und sein klarer eigener Wunsch ist halt abspringen, lange fliegen, und dafür muss man halt vielleicht mal die ein oder andere kleine Nicklichkeit in Kauf nehmen.